Stell dir vor, THQ Nordic kündigt endlich ganz offiziell die Portierung von Gothic 2 inklusive des Add-ons, die Nacht der Raben für die Nintendo Switch an und keiner freut sich. Denn der Aufschrei über die bis unters Dach verbuggte Switch-Version des ersten Gothic-Teils kommt einfach nicht und wahrscheinlich auch zu Recht zur Ruhe. Jetzt lobt aber THQ bzw. Alchemia Interactive, welche unter anderem am großen Gothic Remake sitzen, mit Patches, Besserungen, was wir in den Zocker Lounge News mal genauer beleuchten. He's back. Wie sagt man so schön, ein Satz mit X, das war wohl nix. Also gar nix. Der Plan hinter der Veröffentlichung von Gothic 1 und 2 in seiner Originalform auf der Nintendo Switch klang eigentlich wie ein genialer Marketing-Schachzug. Zum einen eignen sich diese Spiele sehr gut für eine Controller-Portierung, zum anderen hat die Switch locker genug Power, um diese Meisterwerke zu stemmen und natürlich eine gigantische Hardware-Basis. So wollte man die Klassiker noch einmal ins Gedächtnis rufen und der Marke einen erneuten Schub verleihen, um dann in Zukunft mit dem eigentlichen Remake den Hype mitzunehmen. Um Gothic nicht als Cash Grab dastehen zu lassen und um die Käufer zu animieren, beließ man es aber nicht nur bei einem simplen Port. Viele alte bekannte Bugs sollten behoben werden und sogar die Grafik, vor allem beim Wasser, sollte aufpoliert werden, was dann auch in einem Trailer präsentiert wurde. Allerdings musste man aus angeblichen Zeitgründen die Grafik-Updates wieder verwerfen und baute durch das Beheben alter Fehler viele neue ein, die teilweise dem einen oder anderen in der Qualitätssicherung, den Job kosten sollte. Vom aufgebauten Hype also erstmal keine Spur, dafür hingegen jede Menge Ernüchterung. Diesen Umstand hat jetzt Reinhard Polisse aka Studiochef bei Alchemia Interactive auf den Plan gerufen, der im World of Gothic Forum einen kleinen Seelenstriptease hingelegt und Nachbesserung versprochen hat. So soll bereits ein erster Notfallpatch den Zertifizierungsprozess bei Nintendo durchlaufen und dabei unter anderem den Goblins ihr Hirn, also deren KI, zurückgeben, verbuggte Leitern wieder kletterbar machen, die Berechnungssummen beim Handel korrigieren und den Bogen schlussendlich auch Pfeile verschießen lassen. Die Grafikverbesserungen hätten in der finalen Phase zu teils nicht hinnehmbaren Performance-Problemen und weiteren Bugs geführt, die man nun erstmal ergründen müsse und dann entscheidet, ob sie noch kommen und wenn dann, in welchem Ausmaß. Aufgegeben hat man die Sache aber wohl noch nicht, vertröstet hierfür aber bereits auf einen Zeitpunkt nach dem Gothic 2 Switch Release. In einem zweiten Patch möchte man aber dann noch vorher das vermurkste Fokussystem beim Kampf optimieren, plötzlich aus der Luft in den Tod fallende NPCs das Leben retten und immerhin untersuchen, wie sich Lester klonen konnte. Inwieweit das jetzt für den technischen Zustand des zweiten Teils spricht, der immerhin schon am 29. November ansteht, kann nur gemutmaßt werden. Die Reparatur des ersten Teils hat jetzt jedenfalls laut Rainer Polisse Priorität. Wahrscheinlich hält man sich daher auch noch zu den Optimierungen des zweiten Teils bedeckt. Bis auf den Preis von 30 €, das Beinhalten des Add-ons und die Sprachausgabe in Russisch, Polnisch, Englisch und Deutsch ist nichts bekannt. Aber wenn wirklich nachgebessert wird und die angesprochenen groben Schnitzer entfernt werden, könnte das Ganze am Ende doch noch mit einem Happy End enden.